Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video zum Thema Prüfungsangst. Der letzte Tag vor der Prüfung und der Prüfungstag selbst sind oft nochmal besonders aufregend. Und viele Personen stellen sich die Frage, wie sie diese Tage am besten verbringen, was sie tun oder lieber nicht tun sollten. Im Idealfall ist es so, dass Sie am Tag vor der Prüfung nichts mehr lernen müssen oder zumindest nichts Neues mehr lernen müssen, sondern diesen Tag für Wiederholung des bereits Gelernten oder zur Regeneration nutzen können. Denken Sie an SportlerInnen und was sie tun vor einem Wettkampf. Sie machen vielleicht nochmal ein leichtes, lockeres Abschlusstraining, aber nichts mehr, wobei sie sich verletzen könnten oder sich zu sehr anstrengen würden. Der Tag vor einem Wettkampf ist auch nicht der Tag, um nochmal einen neuen persönlichen Rekord aufzustellen. Für Ihr Lernen bedeutet dies, dass Sie den Tag nutzen können, um, wie gesagt, nochmal zu wiederholen, was Sie bereits gelernt haben, um das nochmal zu festigen. Das ist zum einen gut für den Lernerfolg. Da brauchen wir einfach die Wiederholungen, um das Gelernte nochmal fester zu verankern im Gedächtnis, damit wir es wirklich morgen am Prüfungstag gut abrufen können. Und auch, damit Sie selber spüren, was Sie alles können, welche Fragen Sie beantworten können, in welchen Bereichen Sie sich besonders kompetent fühlen. Denken Sie zum Beispiel auch daran, dass Sie sich gar nicht den ganzen Tag konzentrieren können. Bei den meisten Menschen liegt die Konzentrationsleistung am Tag bei 4 bis 6 Stunden. Das bedeutet, selbst wenn man noch lernt, ist immer noch genügend Zeit, um Freizeit zu haben, um sich zu erholen, um etwas anderes zu machen. Vielleicht um sich zu bewegen, um einen Spaziergang zu machen mit einer lieben Person. Vielleicht sogar eine Person, die morgen keine Prüfung hat und mit der man sich über was ganz anderes unterhalten kann. Bewegung hilft übrigens, um Stresshormone abzubauen. Das heißt, wenn Sie gerne Sport machen, ist der Tag vor der Prüfung vielleicht ein sehr günstiger Tag dafür. Was anderes, was Sie machen können, ist, den Prüfungstag organisatorisch vorzubereiten. Also Dinge vorzubereiten, damit Sie am nächsten Tag weniger Stress haben, bestimmten Stressoren schon aus dem Weg gehen können. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Für manche Personen ist es hilfreich, sich die Kleidung schon zurechtzulegen, die sie am nächsten Tag tragen möchten. Oder sich zu überlegen, was möchte ich frühstücken. Gerade wenn man merkt, bei Stress kann ich nicht gut essen, ist es vielleicht besonders sinnvoll, sich zu überlegen, was ist so mein Lieblingsessen? Habe ich das im Haus? Gehe ich noch mal einkaufen? Oder sich zu überlegen, weiß ich eigentlich, wo und wann genau die Prüfung ist? Kenne ich den Weg dahin? Ist das Auto getankt? Weiß ich, wann der Bus fährt? Also all diese Dinge sich vorher zu überlegen, damit man am nächsten Tag weniger denken muss, weniger Entscheidungen treffen muss. Schauen Sie auch, dass Sie abends ausreichend früh ins Bett gehen, dass Sie genug Schlaf bekommen. Falls Sie vor lauter Aufregung erstmal nicht einschlafen können, denken Sie daran, dass auch im Bett zu liegen, sich auszuruhen, auch Regeneration ist für Ihren Körper. Vielleicht hilft es Ihnen, ein Hörbuch zu hören oder Musik zu hören, um zur Ruhe zu kommen. Musik können Sie übrigens auch am Prüfungstag nutzen. Ich kenne einige Personen, die sich eine Playlist zusammengestellt haben für den Weg zur Prüfung. Mit Musik, die sie in positive Stimmung versetzt oder sie beruhigt oder die sie an irgendetwas erinnert. Wenn Sie sich vorstellen, Sie wären in einem Film und wären Held oder Heldin in Ihrem Prüfungsfilm, was könnte dann der passende Soundtrack sein? Was würden Sie gerne hören? Und Sie können sich natürlich überlegen, was Sie lieber vermeiden möchten am Prüfungstag. Vielleicht tut es Ihnen nicht gut, lange vorm Prüfungsraum zu stehen und sich mit anderen Personen darüber zu unterhalten, wer was gelernt hat. Vielleicht stresst Sie das eher und dann ist das etwas, was Sie vielleicht lieber vermeiden. Dann seien Sie rechtzeitig vor Ort und machen vielleicht noch mal eine Entspannungsübung in einer ruhigen Ecke. Genau, das alles sind Dinge, die vielleicht für Sie hilfreich sind. Überlegen Sie mal selbst, was Ihnen gut tut und dann machen Sie es so, wie es für Sie passend ist. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei Ihren anstehenden Prüfungen. Und wenn Sie Fragen haben zu Prüfungen oder zu anderen Themen im Studium, wenden Sie sich gerne an das Team der Zentralen Studienberatung. Wir freuen uns auf Sie.